einfach mal den letzten Tag hier auf dem Wasser. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Leider auch schon wieder der letzte hier aus Sardinien. Heute ist nämlich unser Abreisetag. Heute Abend geht die Fähre und ich habe mich hier extra nochmal an dem Spot platziert, wo ich den allerersten Vlog gestartet habe. Leider ist der hier zum allgemeinen Puller-Spot geworden. Boah, hier riecht es nach Pisse. Wie gesagt, heute letzte Session. Das Wetter ist nochmal wieder ein bisschen besser geworden. Die letzten Tage hatten wir hier ordentlich Sturm und es war kalt und es war ganz schön regnerisch. Aber heute zeigt sich Sardinien nochmal von seiner besten Seite und wir gehen nochmal aufs Wasser. Es ist jetzt ungefähr um 11 oder so und um 22 Uhr heute Abend geht unsere Fähre. Es ist relativ viel Wind. Ich will eigentlich heute nochmal einen Blind Judge machen. Es wird sich wahrscheinlich noch durch ein paar Vlogs ziehen, dieses Blind Judge-Thema. Wir nehmen auf jeden Fall heute die GoPro mit aufs Wasser und schauen wir mal, was wird. Was wird? Während ich jetzt hier meine Sonnencreme auftrage, immer schön Sonnencreme ist wichtig. Wollte ich noch mal kurz so ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich genau ein Blind Judge ist, weil ich glaube, hier sind doch einige dabei, die nicht so ganz doll in dem Freestyle-Game drin sind. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen doof, wenn man immer das Videos schaut und immer so hört, okay, ja, er macht jetzt einen Back-to-Blind-Air-Pass oder sie will halt unbedingt einen Blind Judge machen, was sich ja schon irgendwie so ein bisschen durch die Vlogs durchzieht. Aber man weiß irgendwie gar nicht so richtig, was es eigentlich überhaupt ist. Deswegen wollte ich da irgendwie noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ein Blind Judge ist so die fortgeschrittenere Form von einem ausgehackten Ready to Blind. Ready to Blind zeige ich euch jetzt hier mal. Den habe ich tatsächlich schon sehr oft gemacht. Das war auch mein erster so ein bisschen fortgeschrittener, ausgehackter Trick. Und das Schwierigere quasi bei einem Blind Judge ist, dass man nicht blind landet, so wie auf dem Video, mit quasi dem Rücken zum Kite und der Bar hinterm Rücken, sondern dass man die Bar noch, während man in der Luft ist, hinterm Rücken übergibt. Und in meinem Fall habe ich dann die Bar schon wieder in der linken Hand, wenn ich auf dem Wasser aufkomme. Was daran schwieriger ist, ist einfach, man braucht ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Höhe, aber wahrscheinlich vor allem ein bisschen mehr Technik. Deswegen sitze ich da jetzt auch schon eine Weile dran. Wahrscheinlich gibt es Leute, die haben das in einer Session oder so gelernt, aber ich sitze da tatsächlich seit, naja, sagen wir gut 1,5 Jahren bestimmt dran und probiere es halt immer wieder und bin immer sehr kurz davor. Also ich habe unzählige Videos, wo ich irgendwie mit meiner Hand in der Luft irgendwie so ein Stück von der Bar weg bin. Aber habe da irgendwie noch nicht so meinen Weg gefunden. Ich habe letztes Jahr hier in Sardinien einen Blind Judge gestanden und auch noch off-cam vielleicht 2 andere. Aber seitdem auf jeden Fall auch wieder keinen mehr. Ja, und das ist auf jeden Fall eigentlich für dieses Jahr mein sehr großes Ziel. Ja, ein bisschen längere Talk-Session jetzt, aber vielleicht, also ihr könnt ja mal in die Kommentare unten schreiben, ob es euch interessiert, wenn ich die Tricks ein bisschen genauer erkläre, damit man genauer weiß, was ich jetzt genau eigentlich mache. Was eigentlich diese Tricks sind, die ich die ganze Zeit erzähle, weil ja doch jetzt nicht so viele irgendwie beim Kiten freestylen oder vielleicht gucken ja auch Leute die Vlogs, die einfach gar nicht kiten, die sich einfach so irgendwie vielleicht auch für diesen Vanlife-Aspekt interessieren. Genau, also schreibt gerne unten in die Kommentare, ob das von Interesse ist oder eher nicht so. Oder ob ihr lieber immer nur coole Kiteshots sehen wollt und mich so wenig wie möglich reden hören wollt. Genau, also Sonnencreme ist aufgetragen. Dann können wir langsam los.
schnelle Handyaufnahme. Wir sind zurück vom Wasser. Die Aufnahmen sprechen ja für sich. Es war eher so eine kleine Crash-Session, glaube ich. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir haben natürlich keine Uhr mit auf dem Wasser gehabt. Und es ist jetzt 15:30 Uhr. Wir wollten 16 Uhr los, um alles noch zu schaffen, was wir machen wollen. Noch ein letztes Mal den Ausblick hier genießen. Ich will gar nicht gehen, Mano. Zurück von der Dusche, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt muss das Auto ready gemacht werden. Das braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Das sieht nämlich noch nicht so ganz abfahrbereit aus. Uhrzeit ist jetzt gerade 15:57 Uhr. In 3 Minuten wollen wir los, um alles noch zu schaffen, was wir schaffen wollten. Ups, naja, ab jetzt Turbogang. Noch einmal den Spot genießen. Die schöne Aussicht. Ja, meine Beine tun weh. Mir tut auch alles weh, ey, von unserer letzten Session. Und alle guten Tricks sind nicht auf Video, ist zum Heulen. Ja, wirklich, als die GoPro leer war, da haben wir eigentlich so richtig angefangen zu freestylen. So, wir holen jetzt auch hier unser Zeug, was wir hier deponiert hatten. Und dann geht's los. Schaut sie euch an, wie schön die Boards sind. Ich liebe die richtig dolle. Ich finde, die Aufteilung ist wirklich sehr gerecht. Oh ja. Maxi hat 2 Trapeze, 2 Neos und ein Board. Ich habe die Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, ein Board und meinen Kaffee. So läuft das in unserer Beziehung, oder? Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind on the road. Mit ein bisschen Verspätung. Also Ankunftszeit in Olbia ist gerade 19:53 Uhr. 20 Uhr müssen wir da sein. Und wir wollen noch eigentlich Olivenöl kaufen und Pizza essen. Schauen wir mal. Was wird? Fazit unseres Sardinien-Urlaubs jetzt. Auf jeden Fall war richtig doll schön. Wir hatten wirklich crazy viel Wind. Also die Windausbeute war wirklich richtig gut. Wir wollen aber noch mal allgemein so ein Zusammenfassungsvideo machen. 3 Wochen Sardinien, was sind die Kosten, die auf einen zukommen, wenn man mit einem Van reist und wie ist überhaupt da die Situation am Spot? Gibt es da Dusche, Klo, Infrastruktur? Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann machen wir das auf jeden Fall. Noch so ein kleines Sardinien-Recap. Und jetzt geht es erstmal nach Olbia und dann geht's zurück ins kalte Deutschland. Wir haben schon auf die Wettervorhersagen geguckt und waren not amused. Geil. Da ist sie, die Pizza, beziehungsweise die 3 Pizzen. Wir haben hier einmal Parmigiana, Bufala, Vegetariana. Für die Fährverpflegung ist auf jeden Fall gesorgt. Falls ihr euch wundert, ist es nicht unüblich, dass wir zu zweit 3 Pizzen bestellen. Jetzt sind wir in 8 Minuten an der Fähre. Sogar relativ pünktlich. Wir sind da um 20:20 Uhr. Diese Leute, die für teuer Geld sich eine Kabine kaufen und dann im Treppenhaus chillen, weil es in der Kabine keinen Empfang gibt. Kennst du diese Leute? Schlimm, oder? Wir sind jetzt hier auf der Fähre in unserer Kabine und werden jetzt hier die restliche Überfahrt genießen. Ich glaube, den restlichen Heimreise-Vlog werden wir nicht mitfilmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich genauso aussehen wird wie der letztes Jahr. Da haben wir ja schon mal alles mitgefilmt. Ich packe euch den vom letzten Jahr hier oben mal rein. Da könnt ihr euch den gerne nochmal anschauen. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat von unserer letzten Session in Punta Trētu, auch wenn sie nicht so mega spektakulär war, aber wie ich ja schon öfter gesagt habe, das gehört dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu schreiben, ob euch die Sardinien-Zusammenfassung interessieren würde. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr wollt, sehr, sehr gerne hier das letzte Video anschauen und hier ein Follow dalassen. Da freue ich mich immer sehr, sehr dolle drüber. Danke für euren Support und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!